Da sieht man, wie er dann geschrieben hat. Ja, das sieht auch ein Laie, der nicht viel mit Kinderschriften zu tun Man hat. denkt, es sind verschiedene Menschen. Ja, So, dann kommen wir zum Udo. Erzähl doch mal, wie war die Situation früher mit dem Udo? Wie bist du auf den gekommen? Udo ist eigentlich ein ganz interessanter Junge. Er hatte tolle Ideen, war sehr, sehr kreativ. Alles klappte bei ihm, aber er hatte Probleme in der Schule. Er trug eine Brille, eine ganz dicke, er war weitsichtig. Haben viele Kinder, entwicklungsbedingt heißt es. Alles konnte er aber in der Schule. Er konnte nicht richtig schreiben. Seine Schrift, die sah manchmal aus wie, ja, wie so eine Fieberkurve. Ich zeig's mal. Ja, das ist wie eine Fieberkurve. Zack, zack, zack. Also der konnte nicht Schreibschrift schön geschwungen nachfahren. Totales Chaos. Und dann natürlich, dann denkt man, der will nicht. Ja. Oft, Du musst vielleicht ein bisschen mehr üben. ja, müsste ein bisschen mehr üben. Also das war die Situation von ihm. Und der war natürlich auch niedergeschlagen, weil man ja immer eine schlechte Note nach Hause bringt. Also Schule kann nicht Freude machen, Klassiker, wenn ja. man nicht gut ist. Und der Udo hat damals gemeint, er sei der Dümmste. Und das denken viele Kinder. Nicht alle sagen es. Und manche sind so verzweifelt, dass sie sagen, ich würde am liebsten sterben. Was war der größte Wunsch vom Udo? Ja, der Udo wollte natürlich gut sein. Er wollte für seine Eltern gut sein, natürlich. Und auch für die Lehrer, für uns, die wir etwas lehren. Ein Kind ist dann zufrieden, wenn wir sagen, hey, toll, hast du gut gemacht. Dann fühlt man sich gut. Und ich denke, jedes Kind will eine Eins haben. Und natürlich auch Udo. Das Problem ist, wenn ein Kind eine Brille trägt, dann denkt man schon, der hat alles, was er braucht. Also wenn man Menschen sieht, du trägst eine Brille, ich trage eine Brille, denkt man, der sieht gut. Und wenn einer keine Brille trägt, was denkt man dann? Der sieht auch gut, weil er hat ja keine Brille. Das heißt, wir denken, dass jede Brille alles bereinigt, alles korrigiert. War der Udo ein Legastheniker? Ja, das wurde hier sogar festgestellt, ärztlicherseits, medizinisch, dass er Legastheniker ist und man wollte es mal mit Medikamenten versuchen. Das wollten aber die Eltern nicht. Das lehnten sie ab, das wollten sie nicht haben. Nachdem ich die Hefte gesehen hatte von Udo, war mir klar, da arbeiten die Augen nicht richtig zusammen. Also wir haben dann ein Gespräch ausgemacht, die Eltern und ich, die kamen dann zu mir nach Hause und wir haben den Udo dann getestet. Also der Nachfahrbogen war dann ganz deutlich, da war es klar, der Junge ist winkelfehlsichtig. Und da habe ich den Eltern einen Spezialisten empfohlen und an den haben sich die Eltern gewandt. Okay. Und es hat sich bestätigt, der Junge war winkelfehlsichtig, sogar sehr stark winkelfehlsichtig. Ja, manche haben einen kleinen Winkel, er hatte einen sehr großen. Und was hat sich dann im Laufe der Zeit, der war ja bei dir dann in der Betreuung, und was hat sich danach dann für ihn verändert? Also ich habe hier ein Blatt, das man mal sieht. Ja, als er seine erste Brille bekommen hat, und dann sieht man das hier. Das hier? Ja, da sieht man, wie er dann geschrieben hat. Jetzt ist die Schrift rund. Man sieht, die ist runder, nicht mehr so eckig. Ja, das sieht auch ein Laie, der nicht viel mit Kinderschriften zu tun Man denkt, hat. es sind verschiedene Menschen. Ja, Ist es wirklich er? ja, das ist er. Aber, genau. Und das sagte auch die Lehrerin, die sagte zu ihm, du sag bitte deiner Mama nicht, sie soll deine Hausaufgaben machen, sondern du sollst schreiben. Und dann hat er gesagt, ja, das bin ich ja. Sie konnte es nicht glauben. Verrückt. Ja. Aber es glaubt man nicht. Also der Lehrerin keine Vorwürfe machen. Wenn ich jetzt die beiden Schriften angucke, dann sehen die für mich natürlich auch aus wie zwei verschiedene Menschen. Richtig, richtig. Und deswegen ist es auch so schwer für viele Menschen, sich das vorzustellen, dass zum Beispiel auch ein Lob einen Schüler komplett verändern kann. Ein besseres Sehen allemal. Was ist denn aus dem Udo heute geworden? Ja, also einmal, das war jetzt mal in der 4. Klasse dann. Da hat er dann so geschrieben und ich zeige dir mal den Unterschied. Also so hat er angefangen Okay, links. und, Okay. und hier, so sah es dann aus. Wow. Und das war jetzt das gleiche Veränderung. Kind. Das gleiche Kind, nur 1 Jahr, 1,5 Jahre später. Unglaublich. Und er hat noch weitere Entwicklungen mitgemacht. Der hat dann, er war ja Grobmotoriker. Man nannte ihn Grobmotoriker oder jeder sagte, das ist ein Grobmotoriker, weil er Filigranes nicht machen konnte. Klar, er sah in der Nähe auch nicht sehr gut. Und dann, nachdem er korrigiert war,
konnte erstmal sein Talent entwickeln. Der hat viele Dinge erfunden. Er hat sich mit Photovoltaikanlagen schon in den 90er Jahren beschäftigt. Das will was heißen. Das heißt, der hatte Interesse an Dingen, die andere gar nicht interessiert haben. Und er hat dann eine Lehre begonnen in der Medizintechnik. Und der Grobmotoriker ist Feinmechaniker geworden. Diese Lehre hat er mit Erfolg und mit Auszeichnung bestanden, und dann hat er weitere Schulabschlüsse nachgeholt und zum Schluss hat er studiert. Und heute, und das ist das Tolle, heute ist er seit etwa 10 Jahren leitet er eine Firma und ja, hat viel Verantwortung, und soweit hat er es gebracht. Und das ist doch etwas, was einen stolz machen kann, dass es diesem Jungen jetzt eigentlich so gut geht. Was wäre aus ihm geworden? Es sind oft die Zufälle, die etwas bewirken.